Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich möchte heute mit Ihnen und mit meinem Gast selbstverständlich über das Thema Stress reden. Was können wir tun, um uns viel schneller und besser zu entstressen? Gibt es da irgendwie ein Geheimrezept? Das werden wir schauen. Ich habe heute eine Diplom-Ingenieurin eingeladen in Biomedizin, die Frau Jutta Suffner. Ganz herzlich willkommen, liebe Jutta. Danke, dass du wieder da bist. Hallo Alexander, danke für die Einladung. Gerne, gerne. Ich möchte gerne deine Erfahrungen hören im Bereich vom Stress. Was können wir tun? Ich meine, merken wir überhaupt, dass wir Stress haben oder haben wir eigentlich nur die Wirkung irgendwann? Wir merken es ja, Stress, das Wort mag ich eigentlich gar nicht, weil Stress ist ja nur eine Reaktion auf etwas von außen. Und Stress gibt's ja psychisch, physisch, emotional, alles das ist ja Stress. Wenn eine Person stirbt, dann merken wir natürlich die Auswirkungen. Wir sind sehr in der Trauer. Das heißt, unsere Lebensenergie geht ja komplett runter. Das ist letztendlich ja das, was Stress bewirkt. Also unsere 100% Lebensenergie werden total runtergefahren. Und jetzt ist eben die Frage, wie kann ich solchen stressigen Situationen begegnen? Aber was ja noch viel besser wäre, wenn ich von Natur aus widerstandsfähiger bin, um solche Stresssituationen besser abpuffern zu können. Aber ist eine Stresssituation nicht eine reine geistige Einstellung, wenn ich da mit dieser Situation mich auseinander dividiere oder umgehe mit diesem Stress? Genau. Wenn das hier oben stimmt, dann kann doch eigentlich dieser Stressempfinden mich gar nicht den Stoffwechsel in die Notversorgung rüberführen, oder? Genau das ist es. Und aus dem Grund bin ich auch, ja, nennen wir es durch Zufall, zu dieser Riesengruppe von Adaptogenen gestoßen. Also Adaptogen kommt ja aus dem Lateinischen, das heißt nur anpassen, adaptare, wenn man so noch sein Latinum irgendwo in Erinnerung hat. So. Und es gab es war ein russischer Pharmakologe, der heißt, ich sage immer Lazarev oder Lazarus, der hieß Lazarek mit C am Ende. Und der hat mal für sich, oder der ist eigentlich so der Erfinder oder der Entdecker von diesen Adaptogenen, und der hat gesagt, das ist praktisch ich nenne mal das Wort pharmakologisch in Gänsefüßchen, eine pharmakologische Substanz, die uns dabei hilft, die dem Körper dabei hilft, in einen Zustand einer erhöhten Widerstandsfähigkeit zu gelangen und dabei eben den Stress besser abzupuffern. Man kennt es aus der TCM, da ist diese Ketonika, das ist die Lebensenergie, oder im Ayurveda beispielsweise dieses Rasajana, das sind diese Verjüngungsmittel, das ist vielleicht dem einen oder anderen mal bewusst. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, wenn ich solche Adaptogene doch zu mir nehmen würde, dann könnte doch dieser Stoff von außen mir dabei verhelfen, eben in diesen Zustand der erhöhten Widerstandsfähigkeit zu kommen und damit mit solchen Situationen im Außen besser umzugehen. Und das war so mein Ansatz. Ich habe es aber noch nicht ganz verstanden, was ein Adaptogen ist. Es passt an. Und ist das etwas zum Schlucken, ein Nahrungsmittel? Es gibt oder? ganz viele Adaptogene. Gibt es zum Beispiel, es gibt einige Beeren, die sind Adaptogene. Wenn du Anthony Williams kennst, sagt er, das größte Adaptogen ist die wilde Blaubeere. Pilze, der Cordyceps-Pilz kennen vielleicht viele, Süßholz aus dem Lakritz kennen einige oder Ginseng. Mhm. Und wenn man jetzt fragt, naja super, was macht denn Adaptogen zum Adaptogen? Warum ist es das denn überhaupt? Sehr gute Frage, das wollte ich gerade fragen. Ja, Gerne. Die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt. Dazu geht man jetzt erstmal raus in die Natur. Und zwar alles, was an Wurzelkräutern, an Wildpflanzen draußen wächst, es ist verwurzelt im Boden, und diese Wurzeln müssen sich ja immer einem abbauenden Milieu irgendwie entgegenstellen. Also da kommen Mikroorganismen, Pilze, Würmer und alles an und wollen an diesen Wurzeln knabbern. Und dann sagt da die Pflanze, nee, Moment, ich brauche euch zum Wachstum, und es bildet Abwehrstoffe. Das heißt, je schlechter das Milieu ist, in dem diese Pflanze gedeiht, desto mehr Abwehrstoffe muss sie bilden. Da sind wir schon beim Adaptogen. Das heißt, desto mehr muss sie sich an diese Umweltbedingungen anpassen. Das ist die Verwurzelung im Boden. Dann gehen wir jetzt hoch zur Pflanze, also das, was das Sonnenlicht sieht. Da ist es ja so, je mehr ist es Sturm, Sonne, Wind, Hagel, alle diese ganzen Umwelteinflüsse von außen, auch dagegen muss sich ja eine Pflanze jetzt schützen. Ich komme jetzt wieder auf beispielsweise die wilde Blaubeere zum Beispiel. In der Schale sind Stoffe drin, die in der Lage sind, diese UV-Strahlen herauszufiltrieren, sodass die eben nicht schädigend auf die Pflanze wirken. Oder schau dir, wie gesagt, den Cordyceps zum Beispiel an oder den Ginseng. Nimm so eine Wurzel, leg die auf den Küchentisch und schneide sie mal auf. Die wird nicht braun.
Das sind Dinge, wo man dann denkt, komisch, ein Apfel, den ich aufschneide, der wird braun. Ginseng schneide ich auf, wird nicht braun. Das heißt, diese ganze Abwehrkraft, die er durch sein Wachstum über die ganzen letzten Jahrmillionen eben in sich gespeichert hat, nehmen wir, wenn wir es essen, auf. Das heißt, je widriger die Umstände waren für gewisse Pflanzen, um zum Wachsen zu können, desto besser können die in unserem Körper einen Ausgleich schaffen. Absolut perfekt gesagt. Aha. Und zum Beispiel, schau dir, was fällt mir ein, was ich auch bei mir im Delta-Scan oft sehe, Epstein-Barr-Virus. Sagt den meisten was, haben ganz, ganz viele. Da rennen eigentlich 80% der Menschen mit rum so. Und Epstein-Barr und zum Beispiel Toxoplasmose haben die Fähigkeit, ich sag mal, unser Immunsystem umzuprogrammieren. Das ist einfach so. Aber das geht nur, wenn zum Beispiel noch Staphylokokken und Streptokokken in unserem Organismus uns befallen. Süßholz, was ein Adaptogen ist, hat eben die Fähigkeit, genau das in Schach zu halten. Und das sind so Dinge, die finde ich total spannend, dass man, wenn man die richtigen Adaptogene nimmt, einfach unheimlich viel abpuffern kann und in uns diese ganze Lebensenergie wirklich wieder regulieren kann, damit wir einfach mehr gewappnet sind. Ich hatte kürzlich eine Dame da, eine Professor Chubasik aus der Universität Freiburg. Ja. Sie hat eine Studie gemacht über die wilde dänische Hagebutte und hat das verglichen mit anderen Hagebutten. Und das war einfach auch genau die Erklärung. Die Umstände in Dänemark sind so widrig, dass diese dänische Hagebutte unglaubliche Kräfte entwickelt hat, die man dann wirklich eben bei entsprechender pharmazeutischer Aufbereitung eben im Körper auch nachweisen kann. Das hat mich sehr fasziniert. Und du sagst jetzt genau, das sind eben diese Adaptogenen. Ja. Mit diesem Wort hatte ich das noch nie assoziiert. Das finde ich jetzt ganz interessant, dass du das sagst, weil ich hatte mir auch noch notiert, die Hagebutte, und zwar Hundsrose heißt es. Es ist eine spezielle Sorte, die hat einen vielfach höheren Gehalt an Vitamin C. Das haben wir auch in den Blue Antox zum Beispiel drin. Also das wussten wir aber alles vorher nicht. Das hat sich dann so als Puzzlespiel ergeben. Und Hagebutte ist ein riesen Adaptogen. Also Hagebutte, Ginseng, also Pilze, Cordyceps, wilde Blaubeere, Algen. Also es gibt diverse Adaptogene. Aber wichtig ist auch zu schauen, wo wächst die denn? Weil es nützt nichts, die in irgendeinen Kulturboden reinzusetzen. Dann kann ich nicht behaupten, die wilde Blaubeere ist ein Adaptogen, wenn die einfach nur gezüchtet wurde, weil dann muss die ja nichts machen. Die wird einfach gesetzt, pflanzt hoch und muss sich überhaupt gegen keine Umweltbelastungen wehren. Also das macht keinen Sinn. Und wo nehmt ihr es denn, dass diese wilde Heidelbeeren, aus welchem Land? Wo sind die Umstände so widrig? Es gibt verschiedene europäische Länder und es hängt von Charge zu Charge immer ein bisschen davon ab. Man muss immer schauen, wo. Es ist nicht Deutschland, also das hätte ich mir gewünscht, aber es ist definitiv nicht Deutschland, weil es ist so, viele sagen dann, ja Gott, warum soll ich denn die nehmen? Ist doch Quatsch, ich esse die und dann macht das genauso einen Sinn. Aber so wie wir eben gesagt haben, du brauchst einen gewissen Schock, den du diesen Beeren in dem Falle aussetzt, dann bilden die sogenannte Hitzeschockproteine, also in diesem ganzen Extraktionsprozess. Und erst durch diesen Schock von außen, so nenne ich es mal, und wenn diese Hitzeschockproteine gebildet werden, dann werden neue Gene dazu veranlagt, oder veranlasst, Stoffe zu produzieren, die abwehrfördernd sind. Also du brauchst es als Extrakt, damit überhaupt die Stoffe hergestellt werden und es entsprechend für uns Menschen so wirken kann. Wobei man sagen sollte, Pilze zum Beispiel besser als Pulver. Die Bilberry als Extrakt. Also man muss immer gucken, was habe ich da? Du kannst nicht pauschal sagen, Pulver ist gut, Saft ist gut, Extrakt ist gut. Du solltest schauen, welchen Stoff habe ich und bei welchem Stoff habe ich dann die besten Abwehrstoffe, die gebildet werden. Ich glaube, das Thema Pilze muss ich irgendwann auch mal in den Fernseher aufnehmen. Ganz spannend. Ich habe nur noch keinen Experte gefunden, der mir einfach über Pilze sprechen kann. Also nur so einen gerade, wo wir haben halt einfach gemerkt, Cordyceps und Blaubeere, die finden sich total klasse. Und der Cordyceps, das ist der wächst aus dem Myzel, der frisst praktisch eine Raupe auf, die frisst er auf und daraus wächst er. Wenn man das googelt, das sieht aus wie lange Würmer. So, deswegen wird er eben so genannt. Und also auch Raupenpilz, weil er aus einer Raupe dann rauswächst und sieht auch aus wie so eine Raupe. Und den hat vor Tausenden von Jahren so ein Jagdhirte mal ganz drüben in den östlichen Ländern durch Zufall entdeckt und hat gemerkt, meine Güte, der gibt mir jetzt gerade für die Männer eine riesen Power. Und deswegen wurde das damals schon im alten China als Geheimrezept für die
ich sag mal, gehobenen Herren da oben genutzt. Also als Potenzsteigerung? Oh, ja, ganz, ganz massiv. Und da er auch auf den Lungen- und Nierenmeridian geht, ist es absolut hervorragend für alle Menschen, die so ein bisschen, ja, ich sag mal, kurz vorm Burnout stehen oder sehr belastet sind in belastenden Situationen. Sportler kennen Cordyceps, weil der ganz, ganz schnell regenerationsfördernd wirkt. Und wir haben einen, das ist so ein Mountainbike-Fahrer, ganz interessant, der rief mich mal an, sagt, Jutta, ich mache das jetzt so, der macht die Kapseln auf, streut sich das auf die Zunge und es schmeckt schrecklich, muss ich dazu sagen. Wäre jetzt der Pilz oder? Dieses in dem Blue Antox ist der Cordyceps mit der Bilberry drin. Er macht die Kapsel auf, streut sich die auf die Zunge und fängt dann an, Mountainbike zu fahren. Ich sage, meine Güte, ja, sagt er, krieg da so richtigen Kick. Also es soll jetzt nicht heißen, das soll jeder nachahmen, aber es ist interessant, Sportler handeln oft so. Die wollen den Kick sozusagen schon oder die Wirkung über die Mundschleimhaut direkt merken und man merkt's. Das kann ich definitiv bestätigen. Gut, wieder zurück zum Stress. Jetzt, wenn wir solche Adaptogene zu uns nehmen, was passiert jetzt genau in unserem Körper drin, damit dieses Empfinden nach Stress sich reduziert? Diese Adaptogene wirken auf einer körperlichen Ebene, aber eben auch auf einer psychisch-spirituellen Ebene. Auf der Basis der Informationsmedizin. Ist vielleicht oft nicht so zu messen oder zu handeln, aber genau das ist die Ebene. Sie verhelfen, sie bringen den Körper praktisch wieder dazu, diese Ursprungsordnung, die wir eigentlich hatten, als wir hier mal auf diese Welt kommen, herzustellen. Also in diese Ursprungsschwingung wieder zu gehen, wie ein Haus, was wirklich ein gutes Fundament braucht. Und aus dieser Grundordnung kann dann der Organismus selber wieder seine Krankheit heilen. Also es ist nicht so, dass eine Krankheit durch dieses Adaptogen, ich sag mal, geheilt wird, sondern durch dieses Adaptogen wird unser Körper wieder in eine gute Ordnung gesetzt, in eine optimale Schwingung. Und von da aus werden die Selbstheilungskräfte angeregt, damit wir selber wieder in diese höhere Schwingung kommen. Und das finde ich ja viel, viel interessanter, als wenn man nur denkt, ich nehme was, um irgendwas zu reparieren. Ja, verstehe. Also eine ganz andere Ebene, auf der es letztendlich wirkt. Es gibt dieses heilige Basilikum, Ginseng, das waren alles heilige Pflanzen. So kann man sich es vielleicht ein bisschen vorstellen. Das ist eine ganz andere Ebene. Lass uns das nochmals aufzählen, was so gute Adaptogene wären für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Also sehr gute Adaptogene. Natürlich ist es bei mir die wilde Blaubeere. Natürlich ist es der Cordyceps. Aber nicht die wilde Blaubeere, die ich jetzt bei uns im Wald finde oder so, oder? Nee, also es ist keine deutsche, die es in dem Fall ist, sondern entsprechend durch diesen Extraktionsprozess hergestellt. Was heißt Extraktionsprozess? Es ist ein spezieller Extraktionsprozess. Es werden spezielle Schritte müssen unterlaufen werden, damit eben in der Blaubeere diese, wie ich eben sagte, diese Hitzeschockproteine gebildet werden, um überhaupt Stoffe zu produzieren, die adaptogen und entsprechend unterstützend wirken. Also du brauchst diesen Prozess, weil das für viele Menschen erstmal ein Widerspruch ist. Die sagt, Moment, warum muss ich da irgendwas tun, damit diese Wirkung entfaltet wird? Aber wie wir anfangs gesagt haben, auch du hast gesagt, je schlechter die Umweltbedingungen, desto besser oder desto bessere Widerstandskräfte hat die Pflanze. Und genau das wird in diesem Extraktionsprozess nachgeahmt. Das ist der Hintergedanke. Ja. Süßholz, wie gesagt, mit dem Epstein-Barr ist ein Riesenadaptogen. Aber das Süßholz ist also kann ich das essen, oder? Ja, also es gibt Süßholz kennt man ja aus dem Lakritz, aber in dem deutschen Lakritz ist es nicht mehr drin. Es gibt Lakritz, wo noch das ursprüngliche Süßholz drin ist. Es ist wie so eine Pflanze, man kann es ein bisschen raspeln, das geht. Ginseng, heiliges Basilikum beispielsweise. Cordyceps hatte ich genannt. Das sind eigentlich so die meisten Menschen kennen oder die hier noch so am häufigsten verwendet werden. Und die Wirkung darf man wirklich nicht unterschätzen. Also einfach rein als Ergänzung oder als Hauptnahrungsmittel, also dieser heilige Basilikum, wo du jetzt gesagt hast, ist ja ein Gewürz, oder? Genau, heiliges Basilikum, da kenne ich einige Leute darum, gerade auch aus diesen östlichen Ländern, die streuen sich das immer über ihr Mittagessen drüber. Oder auch Süßholz beispielsweise. Und den Ginseng oder die wilde Blaubeere dann eben jetzt in dem Extrakt als Nahrungsergänzung. Oder natürlich, wenn man wirklich mal eine wilde Blaubeere hat, ich meine, du isst die auch sehr gerne, Leute, esst die, ich esse sie ja auch gerne. Aber sie hat eben nicht diese anpassungsfähige Kraft, als wenn ich sie wirklich in diesem Extraktionsprozess herstelle. Aber das macht ja auch wieder Sinn. Ich weiß jetzt zum Beispiel über die wilde Hagebutte, dass es da Studienmaterial da gibt dahinter. Wie sieht das eigentlich aus mit den wilden Heidelbeeren?
Es gibt viele, viele Studien. Also ich habe auch können, auch wenn die Leute welche haben wollen, ich kann bei PubMed, du kannst dir Hunderte von rausziehen. Sie sind halt nicht so publik, weil es könnte ihr helfen. Ja, wer soll es finanzieren, dieses Veröffentlichen letztendlich? Das ist immer die gleiche Frage, oder? Das ist es. Und wenn man aber gezielt nachsucht, also es gibt wirklich Hunderte, gerade eben mit einem speziellen Extrakt. Man muss immer schauen, womit wurde die Studie gemacht. Oft, und das finde ich zum Beispiel sehr gut, die werden gemacht mit roh, mit gefriergetrocknet und mit Extrakt. Also so, dass man wirklich die Vergleiche sieht und sieht, was macht das eine und das andere, was macht es nicht. Und deswegen ist mir das ganz wichtig. Und die vorklinischen Studien, also keine Studien im Endsinne, sondern vorklinische Studien, die wurden definitiv auch mit dieser wildwachsenden Heidelbeere viel gemacht. Und das in allen Ebenen, also von kognitiven Verbesserungen, vom Lernen, von Demenz, von Alzheimer, von Bauchspeicheldrüsenoptimierung, Darmerkrankungen, ein Riesenthema, dann Entzündungshemmung ist natürlich das Thema schlechthin momentan. Also es gibt fast keine Diabetes habe ich noch vergessen. Es gibt fast nichts, wo gar keine Studien zu veröffentlicht sind. Aber man findet sie. Man muss einfach nur ein bisschen suchen. Ja, das ist eben das Problem, oder? Ich glaube, wir Menschen wissen schon sehr viel mehr, aber eigentlich die Ärzte, die das letztendlich verschreiben, einem Patienten gegenüber, sind darüber nicht informiert, weil es keine Werbeplattform gibt, die Interesse hat, das zu verbreiten. Also da ärgere ich mich sehr. Ich hatte auch kürzlich einen Herrn da, der hat eine Technologie entdeckt, hat eine Studie gemacht mit der weltweit angesehensten Mitochondrien-Expertin. Ja. Die hat das sogar getestet auf mutierte Zellen mit unglaublichem Erfolg. Und da hat er mir auch erklärt, ja, ich habe die Studie, aber niemand wird davon erfahren. Ja, weil du kannst Naturstoffe nicht patentieren. Du kannst eine Blaubeere, kannst du nicht patentieren. Also kannst als größeres Unternehmen da kein Geld mit verdienen. Und deswegen ist es natürlich... Und da habe ich auch Verständnis. Ich meine, wieso sollten die Pharmazier Interesse haben, jetzt zum Beispiel so ein Adaptogen zu bewerben oder nur zu sagen, hey, Vitamin D3 wäre gesund, es wäre gut, ihr hättet einen Stand. Ja, sicher ist es gut, wir hätten einen gewissen Stand, aber es liegt nicht an deren Verantwortung, uns das aufzuklären. Und das öffnet mir immer mehr die Augen, dass wir eigentlich total selbstständig denken müssen für unsere Gesundheit. Es schaut niemand da draußen für uns. Es ist ein ganz wichtiges Wort, Selbstverantwortung. Und ich glaube, die Zeit ist auch gerade, wir sind ja jetzt auch in einer speziellen Zeit, in der wir uns befinden. Und dieses Wort Selbstverantwortung, ich glaube, das wird so groß geschrieben wie noch nie. Und vor allen Dingen das Wort Prävention. Also tut vorher etwas. Ich war ja auch vor 20 Jahren ganz unten und das müsste oder hätte nicht passieren müssen, wenn man eben entsprechend sorgfältiger mit dem Körper umgeht und auch schaut, was kann ich präventiv, also vorbeugend machen, damit man eben erst gar nicht krank wird. Das ist ja auch mein Ansatz. Leute, tut doch bitte jetzt etwas, damit ihr gesund bleibt. Das ist chronisch gesund ist doch viel besser, als irgendwann zu sagen, naja, mir geht's ja gut und mit 70 wundere ich mich dann, wo die ganzen Zipperlein herkommen. Also Selbstverantwortung und Prävention, ein Riesenthema. Ja, und zwar jetzt schon und nicht irgendwann warten, bis das Leid da ist. Unbedingt. Also da kann ich an jedem nur appellieren. Also wie ich damals ein Jahr im Bett gelegen habe, das kann ich echt keinem empfehlen. Und dann hast du natürlich auch einen anderen Ansporn. Also ich weiß halt, wie es ist, wenn du wirklich mal dich nicht rühren kannst. Und deswegen sage ich, Leute, tut bitte vorher was, weil das braucht echt keiner. Und deswegen ist es eher so mein Ansatz, chronisch gesund zu bleiben und zu werden. Finde ich viel, viel wichtiger. Ja, du hast ja auch noch so eine Telefon-Hotline eingeführt für chronische gesunde Leute, um sich zu informieren, was ihnen eigentlich gut tun würde. Läuft das gut? Ja, weil der Bedarf wird halt immer mehr und also die Leute können mir gerne schreiben an info@juttasufner.com. Da finden Sie auch, ich antworte dann Telefonnummer oder wenn Sie mich googeln, finden Sie, also wer mich sucht, der findet mich schon. Ich glaube, da muss man gar nicht weiter sagen und das Gleiche gilt eben auch für die Adaptogene, also ob das jetzt die Blaubeere ist. Wer es sucht, der findet es einfach. Und Jutta Suffner, dann poppt automatisch die Blue Entox oder Blaubeere auf. Aber ich sage auch, hört gar nicht auf mich, hört auf euch. Es muss für euch stimmig sein und das finde ich viel, viel wichtiger. Nur weil ich jetzt sage, ob es ein Cordyceps oder eine Blaubeere ist gut für mich, fühlt in euch rein, weil ihr habt diese Intuition, sie ist einfach nur verloren gegangen und lernt wieder euren Körper, ich sag mal, als Stimmgabel zu nutzen und
euch einfach Dinge durchzulesen und sagen, ja, das ist jetzt für mich stimmig, das braucht mein Körper. Und deswegen, wir haben dieses Wunderwerk Körper, der uns alles sagen kann und hört einfach auf euch selber. Und ihr habt die Antworten alle in euch. Ja, ich glaube auch, die Frauen haben es, glaube ich, noch besser als wir Herren. Also ich möchte jetzt niemandem auf die Füße stehen, aber ich kenne so viele Damen, die haben wirklich ein Bauchgefühl, das ist unglaublich. Ja. Und ich denke, ich bin immer wieder zu fest im Kopf als im Herz oder im Bauch. Ich glaube, wir Frauen können, also im Denken tun wir uns da, glaube ich, nichts. Also definitiv. Auch wenn es immer heißt, wir sind multidimensional, aber ihr Männer steht uns da, glaube ich, in nichts nach. Also herzlichen Dank, liebe Jutta, für die Aufklärung, was Adaptogen. Ich habe immer Probleme mit diesem Wort Adaptogene. Du brauchst mehr Blaubeeren, dann funktioniert es besser. Wieso? Was eine Blaubeere ist, das genau. Weiß ich doch, selbstverständlich. Genau. Aber das hinter diesem Wort, was dahinter steckt, das war eigentlich der Inhalt der Sendung, wo wir eben insbesondere jetzt wissen, dass man Stressempfindungen, egal woher das kommt, eigentlich über Adaptogene durchaus besser balancieren kann, neutral halten kann, dass es nicht überschwappt. Genau. Super. Danke ganz herzlich. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.